Was sage ich zur aktuellen Deflation? Du denkst, das wird immer weitergehen, weil alle Leute Geld für Prems, für Whites ausgeben? Das ergibt aber keinen Sinn. Weil wenn Leute sich Premium-Items für Whites kaufen, verschwindet das Pen ja nicht. Das ist definitiv nicht der Grund für die Deflation. Wenn sich Leute Premium-Items von anderen Leuten für F-Coin kaufen, dann verschwindet ja das Geld nicht vom Server. Das ist immer noch da. Es hat nur jemand anders. Für eine Deflation muss Geld weniger werden. Das kann also nicht der Grund sein. Ich denke, eher es sind Pets, wenn überhaupt. Das ist eigentlich das Einzige, wo man auch wirklich viel Penya verschleudern kann. Oh no, ich habe einen Mob übersehen. Damn it. Oder es folgt mir noch, aber ich glaube nicht. Also es kann eigentlich nur dann eine Deflation geben, wenn Penya vom Server verschwindet und keiner bekommt es. Also wenn du Geld bei einem NPC zum Beispiel rausballerst, was er gar nicht, also abgesehen von Pets geht das eigentlich kaum. Also vor dem letzten Patch mit den, naja gut, nee, was war das letzte Patch? Aber bevor sie dieses Kreuz eingeführt haben, Scroll of Ultimate Power und Ultimate Bonus, da haben ja die Leute sau viel Geld für Ultimate Rerolls ausgegeben. Da ist das Vieh, wow. Und das macht man jetzt aber nicht mehr, weil jetzt gibt es ja die Cash-Up-Variante. Und das heißt, der einzige krasse Penya-Sync, der immer noch existiert, ist eigentlich Pets. Das würde auch irgendwo halbwegs Sinn machen, weil für das PvP und PvE-Tournament braucht man Pets. Und da kann man wirklich unendlich viel Penya rausdonnern. Also Pets sind schon geistesgestört teuer. Klar, eigentlich kauft man sich auch eher die Reroll-Pets, also züchtet nicht mehr komplett selber. Aber es gibt bestimmt genug Wale, die nicht darauf warten können oder wollen. Aber ist auch nur eine Vermutung. Auf jeden Fall, das mit den Premium-Items kann es nicht sein, weil das Penya würde dann nicht verschwinden. Die ich gehört habe, war, dass es halt einfach nicht genug Penya auf dem Server gibt und deswegen die Preise sinken. Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil es spielen unfassbar viele Leute auf dem Server. Und es sind auch noch unfassbar viele Leute aktiv am Leveln, jeden Tag. Es entsteht so viel Penya. Allein durch Tower Dailies entstehen wahrscheinlich jeden Tag Milliarden an Penya gefühlt. Pro Charakter, der F5 macht, kriegt man 2 Millionen Penya, die vorher nicht existiert haben. Pro Stunde Leveln ab Astria entstehen 10, 20, 30 Millionen. Also, kann ich mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen. Was man halt auch nicht vergessen darf, es sind halt literally immer noch nicht mal 2 Monate seit Serverstart. Also die Inflation zum Serverstart, die war voll krank. Und jetzt, I guess, hat der Server, beziehungsweise hat die Wirtschaft halt irgendwann gesagt, jetzt reicht's mal, das geht viel zu schnell. Irgendwie so. Vielleicht. Aber ich habe es erst gestern wieder gesehen auf Burudeng. 25 Crit-Rate Krabbe für 640 Millionen Penya. Die hatte nur Einsatz, Zweier und ich glaube eine 5 oder so. Und hatte einfach 25 Crit-Damage. Also die war komplett beschissen gelevelt, also einfach ein Reroll-Pad. Aber hatte einfach 25 Crit-Damage. Mit den beschissensten Leveln, die man sich eigentlich nur vorstellen kann. Und mit so einer Krabbe wären ja wahrscheinlich die meisten von uns zufrieden. Reicht ja. Und ja, warum mehr ausgeben? Reicht ja für die Zeit des Servers. Vor allem mit dem Hintergedanken, dass man das Pad auch nicht mitnehmen kann und so. Wenn du jetzt aber sagst, du willst im PvP oder PvE-Tournament Erster werden, dann gibst du dich nicht mit so einem mittelmäßig schlechten CS-Bild zufrieden.
Sondern dann wirst du so lange rerollen. Das habe ich gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube, ich habe... oh mein Gott, ich hab einiges bekommen. Holy shit. Damn. 33 Crab Meat habe ich jetzt. Das sind 16,5 Stunden. Nicht schlecht. 16,5 Stunden mit zusätzlich XP und Karst. Ja, aber wie gesagt, die Wale werden schon einen sehr krassen bis perfekten Petsinteresse haben, auch wenn sie gelöscht werden. Aber wie gesagt, die meisten von uns oder die meisten Durchschnittsspieler werden sich auf jeden Fall mit irgendwas Mittelmäßigem zufrieden geben. Okay. Are you ready? Boom. 5 Millionen Penya. Boom. 5 Millionen Penya und 23% XP. Boom. 5 Millionen Penya. 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 Easy more. Können auch die restlichen Crystals verkaufen. Naja, aber das war jetzt eher interessant wegen der XP tatsächlich. Also 35 Millionen Penya ist jetzt nicht wirklich krass. Aber ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Noch geschockt, dass Hernes-Stuff clean 55.000 F-Coin circa kostet. Ja, ist ja auch Scheißdreck. Also ich werde einfach nur lachen. Ich werde einfach nur lachen, wenn am Ende des FEC-Servers Lucagas Crystal Bow für 5.000 F-Coin clean über den Tisch geht. Oder es aber irgendwelche Trottel gab, die 230.000 F-Coin bezahlt haben. Ich werd einfach nur lachen. Es wird einfach nur lustig werden. Gegen Ende des Servers. Kennt ihr das? Man kann mittlerweile, ich weiß nicht, ob das auch bei anderen Animes so ist, oder Manga. Man kann Wetten darauf abschließen, was als nächstes bei One Piece passiert. Zum Beispiel. So eine Wette müsste man auch abschließen können bei quasi FEC-Server. Was wird der F-Coin-Preis sein? Oder so. Das ist natürlich deutlich schwieriger, weil das könnte man natürlich rein theoretisch manipulieren, I guess. Aber ja, so was wird der F-Coin-Preis sein am Ende des Servers? Was werden Lucagas Crystal-Waffen kosten? Oder was wird die teuerste Lucagas Crystal-Waffe kosten? Was wird die teuerste Hernes-Waffe kosten? Solche Sachen. Wäre ganz interessant. Wer da am nächsten dran liegt. Hernes Big Axe kostet nur 2 Milliarden hier. Das ist sogar bezahlbar auf Dauer. Kommt drauf an, wie du es siehst. Ich meine, es sind auch 10.000 F-Coin. Finde ich, ist ganz schön viel eigentlich. Und vor allem musst du ja bedenken, als 1v1 willst du ja gar keine Hernes-Waffe. Also abhängig von dem, was du machst. Aber normalerweise für den meisten DPS brauchst du ja Lucagas Crystal. Für höchstmöglichen DPS. Im Vergleich zu anderen Waffen günstig. Ja, aber weil sie keiner haben will. Also einerseits Knight. Knight ist ja eh gesplittet, weil er so viele verschiedene Waffen tragen kann. Und dann nochmal ist es nur die zweite Wahl nach der Lucagas Crystal Waffe. Also, I don't know. Lucaga schon deutlich besser von den Werten. Naja, nicht nur Lucaga. Lucaga Gold, musst du ja bedenken. Gibt's ja auf dem Server. Also der Unterschied zwischen einer Hernes-Waffe und einer Lucagas Gold-Waffe, der ist schon geistesgestört. Also, gut, sagen wir zwischen einer mittelmäßigen Hernes und einer sehr guten Lucagas Gold. Das müssten ja 15% Crit-Damage sein oder so. Oder 10 oder so. Und dann halt noch whatever, wie viel Crit-Rate, ATK und whatever. Also der Unterschied müsste actually ziemlich gewaltig sein. Also ja, warum sollst du dir eine Hernes Big Axe kaufen, die trotzdem 10.000 F-Coin kostet?
Also ich finde, wenn du es so ausdrückst, klingt es irgendwie teurer als 2 Milliarden, wobei es das gleiche ist momentan. Also eigentlich ist das gleiche, aber ich finde 10.000 F-Coin klingt irgendwie trotzdem dramatischer. Und ja, wie gesagt, warum sich mit dem Zweitbesten zufrieden geben, wenn die andere Waffe so viel besser ist? Und vor allem, das Ding ist halt so eine cleane Waffe. Ich finde immer, dass das extrem downgeplayed wird. Dass du dir für diese Preise ja auch wirklich die cleane Waffe kaufst. Also du kaufst dir das cleane Ding, da musst du plus 10 machen, dann Itemate, dann auch Itemate theoretisch bis plus 5, was schweineteuer ist, wenn du Pech hast. Also wenn du da Pech hast, das wird richtig schweineteuer beim Ulti 5 machen. Und dann hast du noch die Ultimate-Boni, die du rerollen musst. Also alle Boni im Endeffekt, die du noch auf einigermaßen gute Werte bringen musst. Also, es ist absurd, was das kostet. Also ich finde, das wird immer ziemlich gedownplayed, weil du sagst halt so, ja, 2 Milliarden oder 10.000 F-Coin für die Waffe, aber die Waffe ist ja dann clean ohne alles. Sockel musst du auch noch draufpacken. Gut, Sockel an sich ist jetzt nicht so teuer, aber die Karten, A-Karten, hunderte Runs machen für 10 A-Karten. Also es ist schon crazy eigentlich, was da dahinter steckt. Oh me? Officer? Bin berechtigt, diese Pistole mit mir rumzutragen. Ich habe einen Waffenschein für die Pistole in meiner Hose. Diamond. Ich will mindestens 22 Stück. Let's go. Come on, baby. Da geht noch mehr. Mehr! Ich will mehr! Gib mir mehr! Er gibt mir legit gar nichts mehr. Wow, 5. Das ist halt ultra schlecht. Ab morgen wohnt meine Freundin bei mir, dann kann ich nicht mehr krank machen. Wie soll ich das aushalten? 5-Tage-Woche? Wieso? Du tust einfach so, als würdest du das Haus verlassen. Wartest, bis sie gegangen ist. Du tust so, als würdest du zur Arbeit gehen, rufst an, meldest dich krank, chillst in der Nähe deiner Wohnung, wartest, bis sie weg ist. Dann gehst du nach Hause und zockst. Und wenn du dann von der Arbeit kommst, sagst du, hab ein bisschen früher Schluss gemacht. Mann, ich bin so erledigt. Easy. So ein anstrengender Tag heute, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Erstmal eine Runde zocken. Sei doch ein Schatz und lass mir einfach den Abend heute mal. Ich muss mich ein bisschen entspannen. Das müssen doch eigentlich 12 Millionen Penya sein, oder? Naja, wahrscheinlich nur 10. 9,9. Vorhin 5, dann kriegt man jetzt 10. 10, hallo? 10. Oder einen? Vielleicht einen? How about one? 2? Vielleicht 2? Auch jetzt nicht nochmal so fett rein scammen. Okay, nice. Wow, 6.